Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly the Universe Video. Heute gucken wir uns an mein neuer Schmuck versus mein alter Schmuck auf dem Elementor. Was sind die genauen Unterschiede? Ich weiß, das haben wir schon im Stream gemacht, aber nochmal wirklich genau die Unterschiede und mal so einfach so einen pauschalen Damage-Test. Mich persönlich würde es tatsächlich doch ein bisschen interessieren, wie viel höher der Damage jetzt ist. Ich habe geschätzt irgendwas zwischen 20 und 30%. Mehr nicht, aber wir werden sehen, ob ich damit richtig oder falsch liege. Jedenfalls ist es ein monumentales Upgrade, weil man jetzt 200% Cast Break erreichen kann, oder besser gesagt, ich kann jetzt 200% Cast Break erreichen, ohne Cast Power-Ups, was einfach extrem wichtig ist, beziehungsweise einfach extrem gut, weil dann kann man sich die Power-Ups sparen. Gut, man braucht sie dann theoretisch nicht mehr, weil es gibt ja nicht mehr als 200. Aber falls man irgendwann in die Situation kommt, dass man vielleicht ein anderes Set trägt oder so und dann vielleicht mal kurzfristig wieder keine 200 Cast hätte, ja, dann könnte man es halt wieder mit Power-Ups aufstocken. Also eröffnet einfach weitere Möglichkeiten, kann man so sagen. Und ja, ich habe jetzt mal die Unterschiede mir einfach angeguckt und das auch rausgeschrieben. Also das Problem bei dem alten Schmuck ist halt im Endeffekt, es ist basically der gleiche Schmuck, minimal schlechter von den Werten her. Sie haben den Ultimate-Schmuck natürlich ein bisschen besser gemacht, aber wer sich noch daran erinnern kann, Spellweaver auf dem FEC-Server war ja basically das gleiche, hatte fast den gleichen, oder wenn nicht sogar, es hatte glaube ich sogar den gleichen Set-Effekt. Er hatte auch die Cast-Time, hatte auch die magische Kraft, hat auch magische Kraft in den Ringen direkt, ist halt einfach nur minimal schlechter von den Werten her. Wobei meine Ohrringe zum Beispiel ist auch einfach sehr schlecht geupgradet, sind auch nur plus 13. Aber es ist im Endeffekt das gleiche Set, nur haben sie den Set-Effekt halt genommen. Nach dem FEC-Server wurde der Set-Effekt entfernt. Und die Upgrades sind dann in dem Fall auch nicht so gut. Ich meine, wenn hier alles plus 20 gewesen wäre, dann wäre der Unterschied minimal. Ist es offensichtlich nicht, deswegen sind die Unterschiede natürlich relativ groß. Aber es interessiert ja jetzt auch, wie viel besser oder schlechter ist es jetzt im Vergleich zu vorher. Und ja, der größte Unterschied, fangen wir mit den Ringen an, sind definitiv die Ringe. Hier haben wir nämlich 7% magische Kraft, was schon ganz cool klingt, aber auf den neuen Ringen, da beide plus 3 sind, haben wir 12%. Das heißt, allein hier haben wir schon mal 5% magische Kraft, aber das war es noch nicht. Wir haben ja noch den Int-Unterschied. Hier haben wir insgesamt 66 Int und hier haben wir 102 Int. Das heißt 36 Int und 5% magische Kraft nur durch die beiden Ringe. Also das ist schon mal richtig heftig. Also das ist ein ein sehr gutes Pad jetzt nicht, aber das ist im Endeffekt nochmal ein zweites solides A-Pad, Int-Pad und nochmal 5% magische Kraft. Also schon ziemlich krass. Also natürlich durch den Set-Effekt, muss man auch dazu sagen, haben wir nochmal 5% magische Kraft. Das heißt, insgesamt haben wir dann quasi 10% mehr magische Kraft als vorher. Aber wenn man jetzt nur die Ringe anschaut, dann eben allein da 5%, dann nochmal ein Set-Effekt 5%. Dann Set-Effekt ist natürlich auch 10% Cast-Time, die habe ich ja gerade schon angesprochen. Ohrringe ist auch ziemlich krass. Hier haben wir 239 Zusatzschaden auf beiden, weil sie plus 13 sind. Und hier haben wir zweimal 480 plus 2. Und 480, also in dem Fall sind dann 482 mehr Zusatzschaden. Also einfach mal das Ganze verdoppelt, basically. Und sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr. Und gut, die Kette finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Wir haben halt einen deutlich besseren MP-Wert, 300 MP knapp mehr. Und 18% verringerter MP-Verbrauch. MP-Regeneration bei Ableben des Ziels ist tatsächlich gar nicht so viel besser. Liegt aber daran, dass der Set-Effekt auch nochmal den gleichen Effekt hat. MP-Regeneration bei Ableben des Ziels plus 500. Das heißt, insgesamt haben wir 640 von vorher 82. Also dadurch ist der Unterschied dann doch wieder ziemlich bombastisch. Und so viel jetzt erstmal schon mal nur zu den Unterschieden direkt von den Werten her. Da merkt man auf jeden Fall schon, ja, es ist natürlich ein heftiges Upgrade. Also man hat es auch direkt gemerkt, ich habe es gestern schon ausprobiert. Aber bei Hit and Run ist halt das Problem, dass man es nicht so direkt spürt. Also du hast halt... wenn du jetzt, keine Ahnung, gegen 20, 30 Monster kämpfst, ich meine, dann sind die Damage-Zahlen immer anders. Das eine Monster kriegt 40.000 Schaden, dann die hintere Reihe kriegt schon nur noch 30.000 Schaden. Also sieht man immer nicht so genau, was ist jetzt wirklich der genaue Unterschied. Und ist auch nicht so wichtig, muss man aber dazu sagen. Also, wie gesagt, man fühlt es ja. Ich habe einen krassen Unterschied gefühlt. Es hat sich angefühlt, als hätte ich 5 Level-Ups gemacht oder so. Und wäre einfach jetzt auf dem gleichen Level als die Monster oder sogar ein Level höher als die Monster und hätte dadurch irgendwie so ein bisschen, dadurch einfach Momentum gewonnen. Aber es war einfach nur der Schmuck bis jetzt und das ist schon echt heftig. Ja, dann schauen wir uns mal die Werte an. Das ist beim Mage natürlich immer ein bisschen kritisch, weil Mage bekommt ja keinen Angriff durch Int. Das heißt, das ist immer sehr schwierig nachzuvollziehen, ja, was jetzt hier wirklich den Damage erhöht oder wie sich der Damage jetzt wirklich erhöht. Außerdem magische Kraft, genau das gleiche. Magische Kraft geht auch nicht in den Angriff rein, obviously. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Genau, das ist jetzt mein alter Schmuck. Hier sehen wir halt jetzt Magiebeschleunigung 190%. Das sind jetzt genau diese 10%, die wir hier dazu bekommen würden. Das ist jetzt quasi mein bisheriger Stand. Und wir probieren es natürlich am Fire Dummy aus, weil ich jetzt auch Wasser auf der Waffe habe und so.
Ähm, 42.000 ohne Link Attack, ohne Power-Ups, mit einmal Avalanche. Poison Cloud 28.000 und 14.000. Genau, ich glaube, das schreibe ich mir mal auf. Gut, Earthquake habe ich jetzt auch noch ausprobiert, das waren jetzt 17.000. Und jetzt wechseln wir das Ganze. Achso, ATK-Wert können wir vielleicht trotzdem angucken wegen den Ohrringen. Einfach nur just for the Lloyds. 3.567 auf 4.020, ja. Merkt man natürlich schon einen krassen Unterschied. Genau, das ist jetzt der neue Schmuck. Jetzt haben wir eben, achso, jetzt haben wir keine 200 Cast-Time, weil GT abgelaufen ist. Jetzt haben wir 200%. Immer noch nicht, weil man nicht in Reichweite ist. Nice. Jetzt haben wir 200% Cast-Time. Und, ach so, weil vorher hatten wir auch, ja doch, wir hatten gerade auch GT, ne? Na, da müssen wir noch mal kurz die Ohrringe tauschen. 3.567 zu 4.547, fast 1.000 Schaden. Damn. 1.000 Angriff, meine ich. Okay. Genau, und ja, dann schauen wir mal. Avalanche von rund 42.000 auf 50.000. Und Poison Cloud von 28.000 auf 35.000. Und der Damage over Time ist immer die Hälfte von Poison Cloud. Normal Damage 17.000. 17.000 Damage over Time Ticks ohne Power-Ups und ohne Link Attack. Das ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Earthquake haben wir 17.000 gehabt, jetzt haben wir 21.000. Ja, ist jetzt nicht so ultra wichtig, sage ich mal, Earthquake, aber ist einfach interessant. Ich kann die anderen Skills hier noch durchspammen. Hier 35.000 bei den 70er Skills. Jetzt haben wir bei Burning Field 13.000. Ja, schon ziemlich nice. Was haben wir mit Hot Air? Nein, Spaß. Das interessiert jetzt natürlich niemanden. Ja, nee, also ich bin echt zufrieden damit. Ich kann es nur nochmal sagen, ich hatte ja ursprünglich gar nicht damit gerechnet, dass wir das Schmuckset überhaupt bekommen. Deswegen ist es halt jetzt umso geiler, dass es jetzt einfach da ist. Und also ich hatte halt frühestens beim nächsten Schmuck-Event vielleicht damit gerechnet, dass es dann vielleicht für das zweite Schmuckset reichen würde. Dass ich es jetzt schon habe, ist natürlich extrem geil, vor allem weil ich auch schon seit Monaten keine Dungeons mehr gefahren habe, aber es trotzdem 2 Schmucksets, weil das Upgrade einfach gut lief. Und ja, ist einfach alles in allem eine ziemlich nice Sache. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das Adept-Set habt ihr ja selber gesehen. Wir könnten jetzt noch das Prozentuale ausrechnen. Ja, die prozentuale Damage-Veränderung jetzt mit dem, was wir aktuell haben, GT, Buffs etc., ist ziemlich genau 20%. Ein bisschen mehr, kleines bisschen mehr, 20, irgendwas, 20,2 sowas. Aber ja, habe ich ganz gut geschätzt. Ich habe gesagt 20 bis 30, niemals mehr. Und damit lag ich auch tatsächlich richtig. Ja, ist schon ein heftiges Upgrade. Ich meine, einfach so 20% mehr Damage im High-Level. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, das ist ja eigentlich der springende Punkt. Der Schmuck hier war ja nicht schlecht. Klar, jetzt nicht unbedingt alles plus 20 oder plus 19. Aber wie gesagt, die Ringe haben ja trotzdem 7% magische Kraft gehabt und ja, 35, 31 Int. Also kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das schlechter Schmuck war oder ist oder so. Aber ja, wie gesagt, keine Frage, dass man hier natürlich gemerkt hat, dass es mit dem Ultimate-Schmuck wieder in eine neue Richtung geht, dass sie es wieder deutlich übertrieben haben, damit man es halt auch holt. Die wollten natürlich, dass man das unbedingt haben will und die Leute nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, ach, der Ultimate-Schmuck ist ja kaum besser als mein FEC-Schmuck, den brauche ich ja gar nicht so ungefähr. Ich bleibe einfach auf meinem Account gebundenen FEC-Schmuck und skip einfach den Ultimate-Schmuck, bis sie in 3 Jahren was Neues rausbringen oder so. Ja, genau das hat man eben, also man hat die Möglichkeit theoretisch, man könnte immer sagen, ja, mache ich nicht, ist mir zu teuer oder so. Weil man fairerweise sagen muss, der Schmuck ist in letzter Zeit richtig günstig geworden. Ich weiß noch, Staub am Anfang hat irgendwie um die 5 Mio gekostet, mittlerweile sind wir bei 3 bis 3,5 für Staub. Nach dem letzten Upgrade-Event ist es richtig, also günstig ist es vielleicht relativ für manche Leute, aber du kriegst 1000 Staub für 3, irgendwas Milliarde und das ist schon wirklich verhältnismäßig echt günstig. Also, wenn ihr mich fragt, zumindest im Vergleich zu damals über 5 Milliarden. Oder knapp 5 Milliarden. Und ja, damit würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.